Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Tim und heute endlich mal ein neues Review. Das hat eine Weile gedauert. Um wen geht's heute? Heute gucken wir uns Generation Toys Tyrant an. Das ist eine Third-Party-Transformer-Variante des IDW Stealth Bomber Megatron. Diejenigen, die die Comics lesen, wissen vielleicht ein bisschen, wovon ich rede. Nach der Storyline All Hail Megatron hat Megatron die Invasion von New York. Entschuldigt bitte, ich habe sehr hellrigen Raum. Der Bus ist gerade vorbeigefahren. Lassen wir uns nicht von stören, oder? Genau. Also, wo war ich? Richtig. All Hail Megatron. Megatron hat die Invasion von New York verloren, nachdem Optimus Prime und seine Autobots mit Omega Supreme angekommen sind und ja, auf gut Deutsch den Menschen den Arsch gerettet haben, ne? Megatron hat einen ziemlich bösen Kopfschuss gekriegt, nachdem er den Kampf verloren hatte, sowieso schon gegen Prime. Und war von Soundwave und Shockwave dann quasi als tot erachtet worden. Nichtsdestotrotz brauchten die Decepticons natürlich einen Anführer. Starscream hatte die Matrix, hat ein bisschen angegeben, nennen wir es mal so, wie er es so tut. Starscream halt. Always scheming, always conniving. Jedenfalls hat Shockwave Megatron einen neuen Körper gebaut. Und zwar in der Form eines Stealth Bombers mit einer eingebauten Space Bridge, einer Raumbrücke. Und dieser ganzen Form von Megatron hat sich Generation Toy angenommen. Es sollte von G-Creation, die einen unfassbar komplizierten IDW Optimus Prime rausgebracht haben, auch noch einer kommen. Entschuldigt bitte. Der sollte, gab es schon einen Namen für den? Ich glaube nicht. Der sah auch sehr gut aus, man hat aber noch nichts Neues von ihm gehört. Deswegen habe ich mir den hier geholt. Und das ist die kurze Story. Steigen wir doch einfach mal ein. Geliefert wird er in dieser totschicken Box, wie immer, Generation Toy Quality. Mal eben kurz ein bisschen in die Kamera für euch. Vielleicht seht ihr das so ein bisschen. Der Schriftzug ist chrom, sehr schick, partiell lackiert, broschiert, nennt man wie man es will. Schuhbox, wie man schon sieht. Das Generation Toy Logo als Muster auf der Rückseite, sehr nett. Kurze, naja, Credits nicht, aber wie man die erreicht, auch Weibo. Ebenfalls der Schriftzug und nochmal eine kleine Warnung, dass das auch kein Spielzeug ist. Nimmt man den Schuber ab. Wie gesagt, schöne Schuhbox. Ich mag die Oberfläche sehr, immer bei Generation Toy. Vielleicht fängt das die Kamera auch ein bisschen ein. Das ist so, ich sag mal, Stoff, Schrägstrich Jeans mäßig, auch mit dem Generation Toy Logo, sehr schön, Front- und Rückseite, über Kopf reingepackt, aber es ist ja jetzt erstmal relativ egal. Und wenn man den dann runterschiebt, gleich die Anleitung mit demselben Bild, alles sehr detailliert. Ich hoffe, ich brauche die heute mal nicht. Alle Schritte sind drin. Ich habe mit Generation Toy Anleitung bei den paar Dingern, die ich hatte, die Probleme gehabt. Die legen wir mal ab. Alles sehr gut verpackt in schwarzem Styropor. Man hat hier für die Basis, die ich euch gleich zeige, und für die Klammermöglichkeiten. Und dennoch ist hier noch ein extra Level drin. Und hier kommt dann Tyrant raus. Alles sehr gut verpackt. Ich finde das immer sehr schön, was Generation Toy macht. Momentan ist da leider nichts bei, was ich gerne haben würde. Der GT10 Gorilla ist gerade raus. Der sieht wirklich toll aus. Aber es ist halt nichts, was ich brauche. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist das. Ich mache das mal eben wieder zu. Stell den mal eben hier ab. So, und wenn man den dann ausgepackt hat, kommt Tyrant in seinem Stealth Bomber Modus, der absolut toll aussieht. Ich halte den mal eben ein bisschen in die Kamera für euch. Schöne Details, Energonlinien überall. Hinten an den Turbinen transluzent pinkes Plastik. Sehr schön. Rotes Cockpit. Alles drin, alles dran. Wenn ihr den allerdings auspackt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich wundern. Der kommt mit gestutzten Flügeln. Und zwar sind das diese beiden Teile, die sich hinterher zu seiner Railgun kombinieren lassen. Keine Fusion Cannon, eine Railgun. Das zeige ich euch aber gleich. Kleines Heads-up direkt. Was mir passiert ist,
Generation Toy nutzt sehr scharfe Kanten. Ihr seht das mit Sicherheit, bin ich mir ziemlich sicher, links und rechts. Die sind mir fast abgebogen. Ich hatte richtig böse Sprue Marks bei den Dingern. Ich musste die noch mal ein bisschen anmalen, sage ich mal so. Ich bin da kurz ein bisschen mit dem Edding rübergegangen, habe das ein bisschen verwischt und dann war das okay. Aber nur, dass ihr aufpasst, das kann sehr gefährlich sein. Also ich habe mich da ein paar Mal mit gestochen und wie gesagt, böse Sprue Marks. Das ist der. Zu weiteren Accessoires kommen wir hier mit der Base. Sehr schön, die kann man auseinandernehmen. Man hat hier Platz für ein Decepticon-Symbol. Ebenso transluzentes Plastik. Ich hoffe, das fängt die Kamera ein bisschen ein. Schön gearbeitet. Ich finde, da hätte ein bisschen mehr Farbe raufgekommen. Ein bisschen mehr, keine Ahnung, ein bisschen Gunmetal vielleicht oder sowas. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier auch noch transluzentes Plastik. Und der Greifarm, wenn der einmal angebracht ist, ist das relativ schwer, den abzunehmen. Man muss mit dem Schraubendreher hier in kleine Klemmen rein, hier und hier. Und dann funktioniert das. Versucht das nicht ohne, das geht in die Hose. Möglichkeiten des Posings sind sehr toll bei dem Stab. Man kann den kleinen Schnubbi hier nehmen und dann müsste das, falsch rum gemacht. Wenn man ihn runternimmt, kann man den posen, wie man will. Sehr gut, sehr flexibel. Dasselbe gilt für den Stab hier oben, den kleinen Pinökel rein und man kann den justieren, wie man möchte. Pinökel wieder rein und das Ding sitzt bombenfest. Sehr schön. Wenn man es will, da hat Generation Toy mitgedacht, gibt es hier auch eine kleine Hüftklammer. Die nutze ich jetzt nicht, aber ich finde, das ist ganz schön eigentlich, das zu haben. Mit dem transluzenten Plastik, als ich euch das eben gezeigt habe, ich denke, da sollten dann auch Bilder eben gewesen sein. Blöd von mir, tut mir leid, aber ihr habt auf jeden Fall Ansichten gehabt. Thema Ansichten, wenn wir gleich mit der Transformation starten, sollte gleich rechts von mir eine kleine Zusatzansicht auftauchen. Warum habe ich da oben hin gezeigt? Weil da die kleine Kamera ist. Also, vom Vehikelmodus Megatrons kann man nicht viel mehr sagen. Alles ist geschlossen, alles packt gut ein. Oh ja, eins noch, richtig, wenn ihr den geliefert bekommt. Zusätzlich dazu, dass die Fusion Cannon ab ist, sind diese Paneelen direkt an den Beinen dran. Das sieht so aus, das ist so nicht ganz richtig. Müsst ihr einfach nur abmachen, runterschieben und dann habt ihr einen geschlossenen Stealth-Bomber-Modus. Alles top, kann man nichts sagen. Ich setze mich mal ein bisschen anders hin, damit wir das auch mit Chance alles einfangen. Ich entschuldige mich, dass ihr mein Gesicht gleich weniger zu sehen bekommt, aber fangen wir mal an. Hoffentlich wird das alles eingefangen, hoffen wir es. So, fangen wir mal an. Als erstes diese beiden Paneelen nach oben. Dann kann man schon mal auf die Rückseite und kann diese Paneelen hier abheben und hochklappen. Das ist ein bisschen schwergängig, aber besser so, als wenn es zu wenig wäre. Kann man schon mal so haben, kann man sogar nahezu anliegend hier ranbringen. Das funktioniert gut, kann man hinterher noch besser aus dem Weg bringen. Dann bricht man das ganze Sculpt auseinander. Man zieht einfach nur wirklich diese Beine von den Flügeln weg, mehr ist das nicht. Drehen wir den 180, drehen die Beine so rum, das Kneepad raus, die Beine gerade, anderes Bein, genau dasselbe, keine Experimente. Dann müssen wir das Bein hinten aufmachen, auch schönes transluzentes Plastik, finde ich sehr schön. Bringt die Füße raus, Die-Cast, ist nicht viel Die-Cast, aber an der Stelle finde ich das immer schön, gibt ein bisschen mehr Gewicht. Die Hacken raus, dann den Teil nach draußen und von hinten schiebt ihr die Schienenbeine, die zweiteilig sind, nach draußen und bringt die ungefähr in ein Level hier von der Spitze her mit dem vorderen Teil des Beines. Hinten habt ihr einen kleinen Arm. Das sieht dann so aus. Den müsst ihr, das ist schwer zu sehen jetzt, ich hoffe ihr seht das mit der Kamera, hier hinten in dem kleinen Panel, ich zeige das hier auch nochmal, in die kleine
Kerbe einbringen. Das ist nicht Raketenwissenschaft, aber einfach ist es auch nicht gerade. Ihr müsst das wirklich ausrichten und dann reindrücken. Das war's, ihr habt es vielleicht gehört. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Auf, Fuß raus, Spitze drehen, Hacke raus, Schienbein nach vorne, kleiner Arm am Heckpanel raus, nach vorne bringen, ins Bein einrasten lassen, ausrichten fürs Frontpanel und einrasten lassen. Das sind die Beine. Das war schon das. Dann das kleine Hüftteil raus, einrasten lassen. Die Waist Flaps rausklappen. Das, ja, sagen wir mal, Abdominal Piece runter. Dann müssen wir den ganzen Bereich, das alles, das es auf einem Double Hinge ist, einfach runterklappen. Und jetzt habe ich das Waist Piece zu früh eingefangen. Das mit dem Waist Piece wieder einfangen. So, dann haben wir schon mal den unteren Teil. Dann müssen wir, ich weiß schon, wo ich den rausgeholt habe. Mein kleiner Spudger. 1. Den raus. Und den raus. Dann haben wir die kleinen Hüftteile. Das müsstet ihr sehen. Jetzt wird es witzig. Jetzt fangen wir an, dass wir die Brust und so weiter machen. Das machen wir, indem wir die Front des Stealth Bombers teilen, das ganze Ding nach vorne bringen und dann das alles sozusagen in sich kollabieren und nach unten klappen, dass der Kopf oben rauskommt. Den Kopf haben wir auch auf dem Double Hinge, den klappen wir nach hinten, dass das dann ungefähr so aussieht. Und dann müssen wir diese, ich sag mal, zukünftigen Brustteile aufklappen. 1 und 2. Das sieht dann erstmal so sehr wackelig aus, aber vertraut mir, das funktioniert. Was wichtig ist, ihr müsst diese Teile zusammenbringen. Das macht ihr, indem ihr das Ganze so kombiniert. Und das ist ein bisschen kompliziert. Das finde ich ein bisschen doof gelöst, aber müsst ihr nur ein bisschen umeinander rum wiggeln. Das am besten hier hinten über diese Vents und diese Teile hier zusammenbringen. Das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Dann könnt ihr sehen, dass ihr diese Stecker auf die korrespondierenden Slots da überbringt, einpackt und das Cockpitstück des Stealth Bombers in das Abdominal Piece einpackt. Dann wäre das auch schon. Dann könnt ihr noch diese Lüfterteile aus der Brust rausklappen. Ein Bruststück hier rüber. Das slidet ziemlich einfach hier oben in der Brust ein und in das Lüfterstück. Dasselbe auf der anderen Seite. Schulter, Brust. Und dann habt ihr das. Dann könnt ihr eigentlich auch schon diese, ich sag mal, Schmuckstücke, das sind nur Detailteile, rausbringen und den Kopf einpacken. Das ist dann auch schon alles. Sitzt der richtig? Ja, der sitzt richtig. So, dann dreht ihr die Arme noch 90 Grad, bringt sein, ich sag mal, seine Rüstung am Arm raus, öffnet den Arm hier unten, schwenkt die Hand raus, packt das Rüstungsstück hier wieder ein, dreht den Arm nach unten und bringt das Rüstungsstück nach vorne,
Das transluzente Stück auch sehr schön nach vorne. Und das ist auch nur ein Designteil zur Seite raus. Und dann habt ihr den Arm fertig. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Nach vorne, öffnen. Na komm her. Die Hand raus, das wieder zu, das wieder nach vorne, der ist eingeloggt. Transluzentes Stück nach vorne, nach oben, Designstück nach vorne, wieder schließen. Dann kann man den noch ein bisschen aufräumen. Ich finde das eigentlich immer gut, wenn man diese Waist Flaps so ein bisschen levelt. Ihr könnt das auch nach oben machen. Wenn ihr es nach oben macht, dann ist allerdings sein Waist Swivel ein bisschen zerstört. Dann könnt ihr das noch so umbringen, damit das ein wenig aus dem Weg ist. Zack, dann sieht das schöner aus. Von hinten vielleicht nicht, aber von vorne. Und das ist grundsätzlich der Robot Mode, der wirklich schön aussieht. Den hat Generation Toy ganz wunderbar hinbekommen. Ich habe ja auch schon ein Fotoreview von dem Kerl gemacht. Seht ihr auf meiner Facebook-Seite. Ihr findet mich über @figurephotographycrate, wie immer. Dasselbe auf Instagram, @figurephotographycrate. Da ist der Review auch hochgegangen. Jedenfalls, was jetzt noch natürlich fehlt, ich stelle den mal einmal ab, ist seine Fusion Cannon. Ja, am Anfang richtig gesagt, jetzt falsch. Seine Railgun. Zu diesem Zwecke ziehen wir das raus, klappen das hoch und ziehen das raus. Das ist Hälfte Nummer 1. Hälfte Nummer 2, dasselbe. Raus, rum, raus. Dann kombinieren wir das. Da sind 2 Packs, an jedem Stück ein korrespondierender. Die kombinieren wir einfach. Dann haben wir hier die Railgun, welche wir auf den Arm bringen. Und dann haben wir hier einen sehr düsteren, neuartigen, aber dennoch irgendwie klassischen Megatron. Und ich finde den spitze. Der sieht super aus. Ich war, als ich den geliefert bekommen habe, sehr begeistert, wie der aussah. Aber wie gesagt, die Spitzen an der Railgun und an seinen Armen, die sind halt, wie gesagt, sehr gefährlich. Aber gucken wir mal, was der Kerl für Artikulation hat. Der Kopf ist auf dem Swivel und auf dem Hinge. Er kann gut nach unten gucken und auch gut nach oben und schafft einen Full 360, kein Problem. Wo wir beim Kopf sind, der kleine Schalter hinten am Kopf aktiviert eine tolle Beleuchtungsfunktion. Mag ich, finde ich besser als Light Piping. Das sieht furchtbar aus. Dann die Arme schaffen Full 360. Nach außen sind die Schultern ein bisschen begrenzt, aber wenn ihr dieses Designstück rausklappt, dann schafft der Arm wesentlich mehr. Das bricht zwar ein bisschen das Sculpt kaputt, aber das soll ja auch nur für gewisse Posen sein. Und das sind ja grundsätzlich Museumsstücke. Klasse. Die Verbindung der Railgun, da wäre ich noch zu gekommen, ist nicht unbedingt die beste. Der Arm schafft mit der Rüstung normal dran nicht mal 90 Grad, aber wenn ihr die abmacht und nach vorne klappt, dann schafft er über 90 Grad. Das lässt sich gut faken. Das funktioniert gut. Wo wir gerade hier sind, lasse ich das mal eben so. Die Hand hat einen extra Waist Swivel. Die Finger sind ein bisschen restriktiv. Der Daumen ist komplett gefixt. Der Zeigefinger ist auf einem Basepin und hat noch einen zusätzlichen Pin am mittleren Knochen, sagen wir mal. Und die restlichen 3 Finger sind alle gepinnt. Dasselbe auf der anderen Hand. Nicht wie bei Grimlock oder so, wo die eine Seite komplett gefused war für LED und der Rest dann eben beweglicher. Dasselbe natürlich für die andere Hand und für den anderen Arm. Waist Swivel ist nicht super viel, aber so, ich glaube, muss ganz ehrlich sagen, Megatron ist kein Charakter, der unheimlich flexible Posen hat, oder? Wenn ihr aber trotzdem ein bisschen durchdrehen wollt mit der Pose, einfach runterklappen, dann funktioniert das besser. Und ja, da kann man tatsächlich nichts machen, wie ihr schon seht, das stößt da hinten
an den Alternate Mode an, aber gibt Schlimmeres. Die Beine, Ratchets zur Front, rundrum, ein bisschen Fans Toys hier, schön quietschen, muss man vorsichtig sein, funktioniert aber gut. Nach außen haben wir ein Friction, schafft aber nicht allzu viel wegen dem Waist Piece. Wenn man das Kneepad, was auch schön artikuliert ist, nach vorne bringt, schafft er 90 Grad nach hinten und nach vorne sogar ein bisschen Overbend. Und man kann das wieder ein bisschen ausrichten. Dasselbe natürlich für die andere Seite. Der Fuß geht gut nach hinten, nach vorne nicht sonderlich viel, aber nach vorne nutzt man auch irgendwie nicht viel, finde ich. Und hat quasi einen Rocker. Das ist das ist aber wegen der Transformation. Und auch der ganze Fuß mit dem Heel zusammen hat einen Rocker. Das funktioniert also alles sehr gut. Ich finde ihn schön. Ich finde ihn sehr gut. Und damit ihr das mal eben seht, man nimmt den ab, richtet das aus, packt den wieder ein. Dann habt ihr hier unten auch eine Verbindung. Sehr unangenehme Stelle. Und da bringt ihr den einfach ein, dreht den runter und dann könnt ihr unterschiedliche Posen damit machen. Auch die klassische 86er Attack, wo er das Shuttle Pad auseinander nimmt mit seiner alten Fusion Cannon, nicht mit der Railgun. So, das wieder ran und dann lässt sich der eigentlich auch sehr leicht posen. Zack, einmal so. Das sieht auch schick aus. Ich finde, Generation Toy hat einen klasse Job damit gemacht. Ich bin sehr zufrieden damit. Der macht sich auf meinem IDW-Display sehr, sehr, sehr gut. Die sind momentan dabei, ein Masterpiece Defensor rauszubringen, der in der Größe der Manasaurs ist. Manasaur natürlich von Transformation, aber das ist eine Schwestergesellschaft von Generation Toy. Ich weiß nicht, ob ich mir den zulege. Ich hätte ganz gern einen richtigen IDW G1 Combiner. Ich hoffe ja irgendwie auf einen Superior, weil ich möchte keinen G1 Superior haben. Aber trotzdem, das sieht sehr gut aus. IDW Streetwise von denen ist gerade raus. Der heißt General. Ich glaube General heißt der. Auch wieder dieselbe schöne Box, den werde ich aber nicht holen. Das war es jedenfalls von Generation Toy Tyrant. Als nächstes werdet ihr eine kleine Kollaboration sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Avengers war gerade raus. Ich war Freitag drin, absolut Granate. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Keine Spoiler. Und mein nächster Review wird wahrscheinlich, wo ich gerade hinschiele, der Soul of Shogoken Voltron sein. Ist auch überfällig. Es ist Sonntag, das ist nicht Sonntag. Oh mein Gott, es ist Dienstag. Es ist Dienstag, der 1. Mai, wenn ich das aufnehme. Ich hoffe, das geht heute noch raus. Ich gebe mir Mühe. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Feiertag. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen Spaß gehabt. Ich hoffe, das hat alles funktioniert. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen, was ihr sehen wolltet. Meine Facebook- und meine Instagram-Seiten habe ich euch schon gesagt. Schreibt bitte in die Comments, wenn euch was stört oder wenn euch was gefällt. Ich würde mich über ein Like freuen. Ich würde mich über ein Subscribe freuen. Und wenn ihr andere Sachen habt, irgendwas, vielleicht generell Kontakt mit mir aufnehmen wollt, weil euch das gefällt oder weil ihr mich kennenlernen wollt oder weil ihr noch andere Kommentare habt und das wollt ihr nicht auf YouTube setzen, dann könnt ihr mich auf Mail erreichen, figure.photography.crate@web.de. Das seht ihr auch in der Beschreibung. Und den Shop, wo ich den guten Tyrant herkriege, den seht ihr auch in der Beschreibung. Das war TF Robots. War das TF Robots? Das war nicht TF Robots. Das war Kapow Toys. Das war meine erste Bestellung bei Kapow Toys. Seht ihr auch unten, kann ich nur empfehlen. Klasse aus Großbritannien, die Jungs. Jetzt reicht es aber, glaube ich, erstmal. Wie gesagt, schönen Feiertag, angenehme Restwoche. Bis die Tage. Wir sehen uns. Haut rein und tschüss.